So, the receptionist is about to show the hotel's position on the map in relation to the bookshop. We'll return to that scene in a moment, but first, some useful language about giving and receiving directions. Remember in Unit 2 the receptionist telling Stefan that the lift was on the right. Gibt es einen Aufzug? Rechts. The opposite of Rechts. right is Links. left, or on or to the left. Bitte hören Sie noch einmal zu und wiederholen Sie dann. Links. Now for the other words and phrases. Ja, die anderen Wörter und Ausdrücke. Wie immer hören Sie sie auf Deutsch, dann Englisch, dann wieder auf Deutsch und danach wiederholen Sie bitte. Einverstanden? Also fangen wir an. Sehen Sie? You see, or do you see? Sehen Sie? Wenn Sie herauskommen. When you leave, or go out of. Wenn Sie herauskommen. Biegen Sie ab. Turn. Biegen Sie ab. Geradeaus. Straight on, or straight ahead. Geradeaus. Gehen Sie geradeaus. Go straight on. Gehen Sie geradeaus. And now some more numbers. Remember which floor Jane's hotel room is on? Es ist im 3. Stock. It's on the 3rd floor. Here are the German words for first, second, fourth, and fifth. Repeat each one after you hear it Das erste Mal. the first time. Das erste Mal. Wir fangen an. First. Erste. When you use it with a masculine noun, you say Der erste. Zum Beispiel der erste Stock. with a feminine noun Die erste. Die erste Straße. and with a neuter noun. Das erste. Das erste Taxi. The same rule applies to second. Listen and repeat. Zweite. Der, die oder das zweite. Fourth. Vierte. Der, die oder das vierte. Fifth. Fünfte. Der, die oder das fünfte. Here are those words and phrases again. Listen. Der, die, das erste. First. Geradeaus. Straight on. Der, die, das zweite. Second. Links. On or to the left. Biegen Sie ab. Turn. Der, die, das fünfte. Fifth. Gehen Sie geradeaus. Go straight on. Sehen Sie? You see, or do you see? Der, die, das vierte. Fourth. Wenn Sie herauskommen. When you leave or go out of. Now that you've heard that new language again, test yourself. Ja, testen Sie Ihr Wissen. You're going to hear an English word or phrase. In the pause that follows, say the German equivalent before you hear it. Second, feminine form. Die zweite. To or on the left. Links. Turn. Biegen Sie ab. When you leave or go out of. Wenn Sie herauskommen. Straight on. Geradeaus. First, the feminine form. Die erste. Go straight on. Gehen Sie geradeaus. Fifth,
the neuter form. Das 5. Fourth, the feminine form. Die 4. You see or do you see? Sehen Sie? First, the masculine form. Der 1. If you had any problems there, review the last section as many times as you need and then try the test again. But if you got all the language right, bravo! You're ready to continue with this next dialogue as the hotel receptionist gives Stefan and Jane directions on how to get to the bookshop. Sehen Sie bitte. Wir sind hier auf dem Stadtplan. Müllerstraße. Sehen Sie? Ah ja. Gut. Wenn Sie aus dem Hotel herauskommen, biegen Sie links ab. Gehen Sie geradeaus und nehmen Sie die erste Straße rechts. Und die Türkenstraße ist die 4. Ja, die 4. links. If you're not used to hearing directions in another language, then what you heard just now was probably quite complicated to take in one go. So listen to the directions again and be ready for a short comprehension test afterwards. Gut. Wenn Sie aus dem Hotel herauskommen, biegen Sie links ab. Gehen Sie geradeaus und nehmen Sie die erste Straße rechts. Und die Türkenstraße ist die 4. Ja, die 4. links. You may have noticed that the receptionist said Gut. instead of Gut. the receptionist is probably from Berlin. True Berliners often pronounce the G at the beginning of a word like a Y. Here are a few examples of this. Gut. Gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Gehen Sie. Gehen Sie. Ganz gut. Ganz gut. So, did you get the directions? You'll hear 3 statements, each followed by the question Richtig oder falsch? true or false. If you think the statement is true, Richtig, say true. richtig. But if you think the statement is false, Falsch, say false. falsch. After you hear the correct answer, repeat it. Soll ich anfangen? Ich glaube ja. Gut. 1. Wenn Sie aus dem Hotel herauskommen, biegen Sie rechts ab. Richtig oder falsch? Falsch. Wenn Sie aus dem Hotel herauskommen, biegen Sie links ab. Zwei. Gehen Sie geradeaus und nehmen Sie die erste Straße rechts. Richtig oder falsch? Richtig. Gehen Sie geradeaus und nehmen Sie die erste Straße rechts. 3. Die Türkenstraße ist die 4. rechts. Richtig oder falsch? Falsch. Die Türkenstraße ist die 4. links. Wenn Sie Probleme mit dem Test hatten, If you had any problems with the test, hören Sie sich noch einmal den letzten Teil an listen to the last section again und wiederholen Sie den Test. and repeat the test. Before we continue, you may have noticed just now that Barbara said, Mit dem Test. but Den letzten Teil.
You've already heard how the German for changes in front of an object depending on whether that object is masculine, feminine or neuter. The same is true with the German for the. Der, die, das. Again, depending on whether that object is masculine, feminine or neuter. First, the masculine Der, becomes, den. for example, Der Kaffee ist gut. Ich mag den Kaffee. in that example, the object is what's called a direct object noun. Ich mag den Kaffee. Although the German for the changes before a masculine direct object noun, as you heard just now, before a feminine or neuter direct object noun, it doesn't change. Zum Beispiel, das Brötchen ist lecker. Ich esse das Brötchen. Die Nachricht ist am Empfang. Jane hat die Nachricht. But there's another type of object which is called an indirect object. For example, a noun which comes after a preposition, a word such as of, in, to, with, and so on, is an indirect object noun. And in German, before an indirect object noun, the words for the Der, die, das. also change. Der, Becomes, dem. Zum Beispiel, hier ist der Bahnhof. Wir gehen zu dem Bahnhof. we are going to the station. Wir gehen zu dem Bahnhof. Before a feminine noun, the German for the changes from Die, to, der. Zum Beispiel, die Dame hat die Nachricht. Stefan gibt der Dame die Nachricht. Stefan gives the lady the message. In other words, Stefan gives the message to the lady. Stefan gibt der Dame die Nachricht. And finally, the neuter word for the Das, becomes, dem. Zum Beispiel, hier ist das Hotel. Wir gehen zu dem Hotel. let's continue now Mit dem nächsten Teil. with the next section. Mit dem nächsten Teil. Before going on to the next dialogue, here are some new words and phrases. Wie immer hören Sie Deutsch, dann Englisch, dann wieder Deutsch und danach wiederholen Sie bitte. Wir fangen an. Entfernt, Away, entfernt. Eine gute Idee, a good idea. eine gute Idee. Wie viel kostet das? How much is it? Wie viel kostet das? Kostenlos, Free. kostenlos. Entschuldigen Sie, Excuse me. entschuldigen Sie. Und jetzt testen Sie Ihr Wissen. Yes, and to do that, just give the German equivalent of the English you hear and then repeat the correct answer. Free. Kostenlos, Excuse me. entschuldigen Sie, Away. entfernt. How much is it? Wie viel kostet das? A good idea. Eine gute Idee. Wenn Sie mit dem Test Probleme hatten, dann hören Sie sich wie immer noch einmal den letzten Teil an und wiederholen Sie den Test. Aber wenn Sie keine Probleme hatten, machen Sie mit dem nächsten Gespräch und einer guten Idee weiter. Wenn Sie aus dem Hotel herauskommen, biegen Sie links ab. Gehen Sie geradeaus und nehmen Sie die erste Straße rechts und die Türkenstraße ist die vierte links. Und das ist 10 Minuten entfernt. Ich glaube ja. Gut. Wenn wir aus dem Hotel herauskommen, links, geradeaus
Und die erste Straße rechts. Die vierte links. Das ist die Türkenstraße. Vielen Dank. Wollen Sie einen Stadtplan? Einen Stadtplan. Bitte sehr. Oh, das ist eine gute Idee. Danke. Yes, thank you. How much? Wie viel kostet das? Der Stadtplan ist kostenlos. Ja? Vielen Dank. Oh, bitte. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Hotel Hubertus? Oh, Herr Effner. Willkommen in München. So, Jane and Stefan have directions to the bookshop. But what was the good idea? Die gute Idee? It was taking the map the receptionist offered. Indeed, it's a good idea to accept a map in a strange city, especially if it's Kostenlos. free. Before setting off to find a dictionary for Jane, it's worth spending some time on asking for and receiving directions. You already know how to ask if there's a particular shop or business in the vicinity. Gibt es in der Nähe eine Buchhandlung? In German, you ask a question simply by changing the words around. You turn Es gibt, into a question by saying the verb first. gibt es. Zum Beispiel, gibt es links einen Aufzug? Sind sie englisch? Sind die Brezeln gut? Oh ja, lecker. Haben wir noch ein Beispiel mit gibt es? Natürlich. Gibt es in der Nähe einen Supermarkt? Einen Supermarkt? Ja. Wenn Sie hier herauskommen, biegen Sie rechts ab. Nehmen Sie die erste Straße links. Incidentally, notice how Gibt which ends with a consonant and es, which starts with a vowel can become joined together. gibt es, gibt's, gibt's. Listen again. Gibt es, Can be shortened to. gibt's. Here's an example of that. Gibt's in der Nähe eine Buchhandlung? Is there a bookshop nearby? Or, Gibt's Brezeln zum Frühstück? are there any pretzels for breakfast? Or, Gibt's im Hotel eine Bar? is there a bar at the hotel? Gibt's etwas zu trinken? Is there anything to drink? Well, I don't know. Perhaps a glass of beer. Vielleicht ein Glas Bier zum Frühstück? Beer for breakfast? It must be Munich. Don't be surprised to see people drinking beer for breakfast there. But it's usually a very light beer and contains only little alcohol. Bavarians call it, Weißbier. literally, white beer. In the other parts of Germany, they call this kind of beer, Weizenbier. literally, wheat beer. Weizenbier. Lecker. Delicious. But for breakfast, I prefer coffee, Kaffee. tea, Tee. or even hot chocolate. Kakao zum Frühstück. Okay, you stick to your... Weißbier. and I'll have a hot chocolate. But let's go back to asking directions. If you already know that there's a hospital, post office, bank, or whatever nearby, but you don't know how to get to it, you can simply ask, Wo ist? where is? Listen and repeat. Wo ist? Zum Beispiel, wo ist das Hotel? Wo ist der Speisesaal? Wo ist das Weißbier? Another useful construction is, Wie komme ich? Wie komme ich? which means, how do I get to? Ein Beispiel? Okay. Wie komme ich zum Bahnhof? How do I get to the station? Wie komme ich zur Bank? How do I get to the bank? There was a difference in the word used to mean to. You've heard it several times already. Zum Bahnhof. Zum Empfang. Zum Flughafen. In each of those examples, the word Zum, is a short version of zu dem. which is hardly ever used in German. Instead, nearly everyone uses, Zum, but only if it comes before a masculine noun such as, der Supermarkt.
Then the German word for to is, zum Supermarkt. or before a neuter noun, such as taxi. Das Taxi zum Taxi. But if you're talking about a feminine noun like bank, Die Bank you have to say, zur Bank. so, to the bank is, Zur Bank. Wie komme ich zur Bank? and to the station is. Zum Bahnhof. The post office is feminine in German, Die Post. so you have to ask. Wie komme ich zur Post? But the hotel is, of course, neuter, Das Hotel. so you have to ask. Wie komme ich zum Hotel? To recap, to the in front of masculine and neuter nouns is, Zum. and to the in front of feminine nouns is. Zur. Zur Bank. Zur Post. Zur Buchhandlung. To the bank, to the post office, to the bookshop. But Zum Supermarkt. Zum Bahnhof. Zum Hotel. Zum Taxi. to the supermarket, to the station, to the hotel, to the taxi. Here are a few words that are easy to remember because they're very much like their English equivalents. Der Park. The park, Der Bus. the bus, Das Theater. the theatre, Das Restaurant. the restaurant, Die Bank. the bank, Die Post. the post office. Now listen to someone asking how to get to each of those places. 1. Wie komme ich bitte zum Park? 2. Wie komme ich bitte zum Bus? 3. Wie komme ich bitte zum Theater? 4. Wie komme ich bitte zum Restaurant? 5. Wie komme ich bitte zur Bank? Und schließlich, wie komme ich bitte zur Post? Gehen. To go. Ich gehe. I go. Ich gehe zur Bank. Sie gehen. You go. Sie gehen zum Restaurant. Er geht. He goes. Er geht zum Theater. Wir gehen. We go. Wir gehen zum Bahnhof. Now listen to this brief conversation between an Englishman in a desperate hurry to get to the airport and a helpful German woman. Entschuldigung, wie komme ich bitte zum Flughafen? Zum Flughafen? Ja, Oh, mit dem Bus. gibt es einen Bus? Natürlich. Oh, das ist sehr gut. Danke. Aber Ja? wo ist der Stopp? Der Stopp für den Bus? Aha, die Bushaltestelle. Ja, genau. The bus stop. Die Bushaltestelle. Danke. Bitte. Nein, Entschuldigung. Wo bitte ist die Bushaltestelle? Ah, ich verstehe. Wo ist die Bushaltestelle? Ja, Sie wollen zum Flughafen? ja, genau. Zum Flughafen. Entschuldigung, das weiß ich nicht. Oh. The same rule about zu becoming Zum und zur. applies when dealing with the word Bis. as far as. Listen to that word again and repeat. Hören Sie sich das Wort noch einmal an und wiederholen Sie. Bis. Zum Beispiel If you want to say go as far as the bank, die Bank. you say. Gehen Sie bis zur Bank. If you want to say go as far as the station, Der Bahnhof. you say. Gehen Sie bis zum Bahnhof.
And finally, if you want to say go as far as the hotel, Das Hotel. you say Gehen Sie bis zum Hotel. Still on the subject of directions, here are a few more useful words and phrases. Wie immer. As usual, Wie immer hören Sie erst Deutsch, dann Englisch, dann wieder Deutsch und danach wiederholen Sie bitte. Überqueren Sie. cross, Überqueren Sie. Gehen Sie weiter. carry on or continue. Gehen Sie weiter. Gehen Sie hinunter. Go down, Gehen Sie hinunter. Der Platz. the square, Der Platz. Die Ampel. the traffic lights, Die Ampel. Nach. after, Nach. Der Busbahnhof. the bus station. Der Busbahnhof. To fix those new words and phrases in your memory, go back and listen to them again, and then Testen Sie Ihr Wissen. Hören Sie erst die englischen Wörter und sagen Sie sie dann auf Deutsch. listen to the English and then say the German, Und hören Sie dann die richtige Antwort. then listen to the correct answer. And repeat. Ja, wiederholen Sie. Here's the first one. Go down, Gehen Sie hinunter. the square, Der Platz. cross, Überqueren Sie. carry on or continue, Gehen Sie weiter. the traffic lights, Die Ampel. after, Nach. the bus station, Der Busbahnhof. Hatten Sie Probleme? Wenn Sie Probleme hatten, dann hören Sie sich den letzten Teil noch einmal an und wiederholen Sie den Test. Wenn Sie kein Problem hatten, machen Sie weiter. You've already heard Rechts, and. links, A variation of those words is nach rechts, to the right and nach links, to the left. Another useful word is dort, there. Listen again and repeat. dort. This small word is especially useful if you want to point something out. Zum Beispiel: Entschuldigung, wo ist das Museum? Das Museum? Es ist dort. It's there. Finally, you've heard the phrase, Ist es weit? is it far? Well, here are two possible answers to that question. Nein, es ist nicht weit. No, it's not far. And Ja, es ist ziemlich weit. yes, it's quite far. Hören Sie noch einmal zu und wiederholen Sie dann. Es ist ziemlich weit. Und jetzt, wie immer, ein Test. Beantworten Sie bitte die Frage. Yes, answer the question. Zum Beispiel, was heißt auf Deutsch It's quite far? Antworten Sie bitte in der Pause. In the pause, give your answer. Auf Deutsch heißt das, es ist ziemlich weit. Antworten Sie, hören Sie sich die richtige Antwort an und wiederholen Sie dann. Einverstanden? Also, fangen wir an. Was heißt auf Deutsch to the left?
Auf Deutsch heißt das nach links. Was heißt auf Englisch, es ist ziemlich weit? Auf Englisch heißt das it's quite far. Was heißt auf Deutsch there? Auf Deutsch heißt das dort. Und jetzt die letzte Frage. Was heißt auf Englisch nach rechts? Auf Englisch heißt das to the right. In a moment, you'll hear some people asking for and receiving directions. But before that, a word about different forms of verbs. For instance, in the phrase, Hören Sie zu und wiederholen Sie. the form of both verbs is telling you or asking you to listen and repeat. Similarly, in the phrase, Geben Sie die richtige Antwort. the form of the verb is telling or asking you to give the right answer. In this next section, you're going to hear more examples of that form, such as Gehen Sie weiter. continue. Then you'll hear the you form of the present tense of the same verb, which is the same form but in a slightly different order. Sie gehen weiter. You continue. And finally, the I form of the present tense of that verb, Ich gehe weiter. I continue. And by the way, as you listen, note that some of the verbs are split up. Zum Beispiel weitergehen, Becomes gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Sie gehen weiter. Ich gehe weiter. Biegen Sie ab. Sie biegen ab. Ich biege ab. Nehmen Sie. Sie nehmen. Ich nehme. Überqueren Sie. Sie überqueren. Ich überquere. Gehen Sie hinunter. Sie gehen hinunter. Ich gehe hinunter. Gehen Sie. Sie gehen. Ich gehe. so. Which ones were split up? Weitergehen. Is, Gehen Sie weiter. Abbiegen. is, Biegen Sie ab. and Hinuntergehen. go down is. Gehen Sie hinunter. We'll have more of those split verbs in the coming units. But now, Hören Sie sich bitte 3 Dialoge an. yes, listen to 3 dialogues of people asking for and receiving directions. And with all that new language in mind and the German you've learned in the other units so far, you should have no difficulty understanding what's going on. Der erste Dialog. Entschuldigen Sie, gibt es in der Nähe eine Post? Eine Post? Ja. Gehen Sie die Straße hinunter und nehmen Sie die... Moment bitte. Ich habe einen Stadtplan. Hier. Sehen Sie. Wir sind hier auf dem Stadtplan. Ja. Gehen Sie die Straße hinunter und nehmen Sie die 1, 2, 3, die 3. Straße rechts. Überqueren Sie den Platz, biegen Sie dann nach links ab und die Post ist rechts. Ich gehe die Straße hinunter, nehme die 3. Straße rechts, überquere den Platz und biege dann nach rechts ab. Nein, Sie biegen nach links ab.
Wie? Sie gehen nach links. Ach so. Ah, ich gehe nach links. Und die Post ist rechts. Ja, richtig. Sehr gut. Vielen Dank. Bitte sehr. Der zweite Dialog. Wie komme ich bitte zum Bahnhof? Zum Bahnhof oder zum Busbahnhof? Zum Bahnhof. Ja. Nehmen Sie die erste Straße rechts. Die erste Straße rechts? Ja, die erste Straße rechts. Dann gehen Sie geradeaus weiter bis zum Theater. Geradeaus bis zum Theater? Ja, geradeaus bis zum Theater. Dort biegen Sie nach der Ampel rechts ab. Ich biege nach der Ampel rechts ab. Ja, und der Bahnhof ist rechts. Und der Bahnhof ist rechts, ja? Genau. Ist das weit? Nein, 20 Minuten von hier. 20 Minuten? Aber ich bin zu Fuß. Oh nein. In this third dialogue, you'll hear another new word associated with giving and receiving directions. Die Kreuzung. The crossroads. Listen and repeat. Die Kreuzung. You'll also hear the word Sicher. sure or certain, as in the phrase, Ich bin nicht sicher. I'm not sure. Listen and repeat. Ich bin nicht sicher. Here are some other new words and phrases. As usual, listen and repeat the German after you hear it the second time. Ein Krankenhaus. A hospital. Ein Krankenhaus. Junge Frau. Young lady. Junge Frau. Nimmt. Takes. Nimmt. And finally, to find. Zu finden. To find. Listen and repeat. Zu finden. And now, here's the dialogue. Der dritte Dialog. Entschuldigen Sie, Ja, bitte. gibt es in der Nähe ein Krankenhaus? Ein Krankenhaus. Natürlich. Und wie komme... Oh, Sie wollen zum Krankenhaus. Ja, Ah, ja. Gut. Überqueren Sie die Straße, ja? ja, Und nehmen Sie die zweite Straße links, ja? ja, Gehen Sie die Straße hinunter bis zur Kreuzung, ja? ja, An der Kreuzung biegen Sie nach rechts ab, ja? ich biege nach rechts ab, ja. Gut. Und da ist es rechts. Oder links. Nein. Jetzt bin ich nicht sicher. Einen Moment. Entschuldigung, Ja, wie kommt man zum Krankenhaus? zum Krankenhaus. Sind Sie krank? Ich? Krank? Nein, ich bin nicht krank. Sind Sie krank, junge Frau? Oh nein, nein. Ah, das ist gut. Oh ja, das ist sehr gut. Entschuldigen Sie, wo ist das Krankenhaus? Das ist ziemlich weit, aber es ist nicht schwer zu finden. Nehmen Sie die erste Straße links? Nein, die zweite Straße links. Nein. Ach, wenn man zum Krankenhaus will, nimmt man die erste Straße links, dann die zweite. Nein, das ist falsch. Aber ja! Ach, nehmen Sie die erste Straße links und dann die zweite rechts. Gehen Sie die Straße hinunter bis zur Post. Zur Post? Ja, die Post ist links. Links gibt es keine Post. Wie? Entschuldigen Sie. Die Post ist Es gibt rechts. keine Post, aber nein, also bitte, Sie reden so einen Bitte. Quatsch. Bitte schön, ja, ich weiß genau, wo das alles ist. Well, sometimes, of course, the directions you receive are not quite as straightforward as they could be. Fortunately, Jane and Stefan had no such trouble with their directions for the bookshop. They soon found it, and in the next dialogue, you'll hear them inside the bookshop. Aber zunächst But first of all, die neuen Wörter und Ausdrücke.
Hören Sie erst Deutsch, dann Englisch, dann wieder Deutsch und danach wiederholen Sie bitte. Wir fangen an. Sie wünschen bitte? What would you like? Sie wünschen bitte? Wir suchen. We are looking for. Wir suchen. Der, die, das Neueste. The most recent. Der, die, das Neueste. Nützlich. Useful. Nützlich. Zu. To. Zu. Groß. Big. Groß. Zu groß. Too big. Zu groß. Uns. Us. Uns. Klein. Small or little. Klein. Now test yourself on that new language. You'll hear the English. In the pause, say the German equivalent, then repeat the correct answer. Fangen wir an. The most recent. Der, die, das Neueste. Big. Groß. Small or little. Klein. We are looking for. Wir suchen. To. Zu. What would you like? Sie wünschen bitte? Too big. Zu groß. Us. Uns. Useful. Nützlich. If you had any problems with those new words and phrases, go back and review them until you feel quite confident with them. And then, when you're ready, Machen Sie mit dem nächsten Gespräch weiter. In der Buchhandlung Verlang. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Wir suchen ein deutsch-englisches Wörterbuch. Ein deutsch-englisches Wörterbuch. Hier ist das Neueste. Es ist sehr nützlich. Oh, that's a bit big. I think I need something smaller. Es tut mir leid, aber dieses Wörterbuch ist vielleicht nützlich, aber es ist zu groß für uns. Wir suchen etwas Kleineres. did you understand what was happening there? The bookseller offered Stefan the newest, most recently published dictionary, but it was too big for Jane's needs. She wants Etwas Kleineres. something smaller. Before we continue with the scene in the bookshop, here's the first of 3 short activities. Hier die erste Übung. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Wir suchen ein deutsch-englisches Wörterbuch. Bitte hören Sie sich die Antwort von Stefan an und wiederholen sie. Wir suchen ein deutsch-englisches Wörterbuch. Now imagine that you're with a friend and the two of you are looking for a bank. So when someone asks, Was suchen Sie bitte? "What are you looking for?" Sagen Sie, dass Sie eine Bank suchen. say that you're looking for a bank. Like this.
Wir suchen eine Bank. We're looking for a bank. And then repeat the correct answer. Ready? Was suchen Sie? Sagen Sie, dass Sie eine Bank suchen. Wir suchen eine Bank. Und die nächste Frage. Was suchen Sie? Dieses Mal This time, sagen Sie, dass Sie eine Post suchen. Wir suchen eine Post. Eine andere Frage? Ja, natürlich. Was suchen Sie? Dieses Mal antworten Sie, this time reply, dass Sie die Bushaltestelle suchen. Wir suchen die Bushaltestelle. Noch eine Frage? Gut. Was suchen Sie? Sagen Sie dieses Mal bitte, dass Sie eine Bäckerei suchen. Wir suchen eine Bäckerei. Und noch ein Beispiel. Was suchen Sie? Bitte sagen Sie, dass Sie den Bahnhof suchen. Wir suchen den Bahnhof. Zweite Übung. when the bookseller showed Jane and Stefan the dictionary, he told them it was Das Neueste. the most recent. Das Neueste. The most recent or newest. In other words, the latest. He could have shown them the biggest, Das Größte. the biggest. Das Größte. He could also have shown them the smallest. Das Kleinste. By simply adding the syllable st to the adjective, a describing word such as big, small, recent and so on, how would you say the most difficult? Listen and repeat. Das Schwerste. And what would be the easiest? Das Leichteste. What would that be in front of a masculine noun? Der Leichteste. Or before a feminine noun? Die Leichteste. Now, the most far or farthest. Das Weiteste. Or again in front of a feminine noun? Die Weiteste. And if it's a masculine noun? Der Weiteste. In the last two examples, we had to add an E between the first T and the S. Der Leichteste. Der Weiteste. Because otherwise it would have been difficult to pronounce it. Der Leichtste. Der Weitste. So, between T and st, we add an E. Der Leichteste. Der Weiteste. And finally, the most important. Der Wichtigste. Listen again and repeat. Der Wichtigste. Übung 3. The dictionary the bookseller showed Jane and Stefan was too big. Zu groß. Listen to some other examples of Zu. followed by a describing word or adjective, and repeat the German. First, too small. Zu klein. Next, too difficult. Zu schwer. And lastly, too important. Zu wichtig.
Now listen again to what Stefan told the bookseller about the dictionary. Es tut mir leid. Das Wörterbuch ist vielleicht sehr nützlich, aber es ist zu groß für uns. It's too big for us. Es ist zu groß für uns. Stefan was speaking for two people, himself and Jane. Now you say, it's too big for us. Hören Sie sich das Beispiel an und wiederholen Sie. Es ist zu groß für uns. Und jetzt mit den Wörtern für mich. For me, Sagen Sie auf Deutsch say in German, it's too far for me, und wiederholen Sie die richtige Antwort. and repeat the correct answer. Hier noch einmal. Here it is again. It's too far for me. Es ist zu weit für mich. Sagen Sie das jetzt bitte auf Deutsch. It's too difficult for me. Es ist zu schwer für mich. Schließlich Finally, mit den Wörtern für uns for us, sagen Sie es auf Deutsch und wiederholen Sie dann die richtige Antwort. it's too small for us. Es ist zu klein für uns. If you had any problems with those activities, go back and listen again, and then when you're ready, continue with the next set of new words and phrases. Hier die neuen Wörter und Ausdrücke. Hören Sie die deutschen Wörter, dann die englischen, dann wieder die deutschen und danach wiederholen Sie bitte. Mal sehen, Let's see. mal sehen. Kaufen, To buy. kaufen. Praktische Ausdrücke, Practical expressions. praktische Ausdrücke. Touristen, Tourists. Touristen. Hören Sie jetzt bitte noch einmal das Englische und sagen Sie es dann auf Deutsch. Nach der Pause wiederholen Sie bitte die richtige Antwort. Wir fangen an. Tourists. Touristen, To buy. kaufen, Practical expressions. praktische Ausdrücke, Let's see. mal sehen. Now here's the first part of that scene in the bookshop again, followed by the next part. Sie wünschen bitte? Wir suchen ein deutsch-englisches Wörterbuch. Ein deutsch-englisches Wörterbuch? Hier ist das Neueste. Es ist sehr nützlich. Oh, that's a bit big. I think I need something smaller. Es tut mir leid, aber dieses Wörterbuch ist vielleicht nützlich, aber es ist zu groß für uns. Wir suchen etwas Kleineres. Kleiner. Mal sehen. Ah ja. Hier ist ein kleines Wörterbuch. Es ist auch ziemlich neu. Well, that's much better. Danke, das ist gut. Maybe a phrase book would be useful too. You know, everyday expressions and so on. Das ist eine gute Idee. Wir suchen auch noch ein Buch mit nützlichen Ausdrücken. Für die Dame? Ah, kein Problem. Hier habe ich ein Buch mit praktischen Ausdrücken für englische oder amerikanische Touristen in Deutschland. Und es ist ziemlich klein.
So, the bookseller has found a small dictionary and also a phrase book, specially for English and American tourists. Ein Buch mit praktischen Ausdrücken für englische oder amerikanische Touristen in Deutschland. Of course, Jane is not exactly a tourist, but the book should serve her well. Besides, as the bookseller says, Es ist ziemlich klein. it's quite small. You've heard the word for quite before. Remember? Entschuldigung, wo ist das Krankenhaus? Oh, es ist ziemlich weit. It's quite far. Und jetzt sind Sie dran. Now it's your turn. Hören Sie sich die Frage an. Ist es weit? Und antworten Sie in der Pause. Ja, es ist ziemlich weit. Nach der Pause wiederholen Sie die richtige Antwort und kopieren Sie die Intonation. Haben Sie das verstanden? Gut. Jetzt sind Sie dran. Ist es weit? Ja, es ist ziemlich weit. Ist es schwer? Ja, es ist ziemlich schwer. Ist es klein? Ja, es ist ziemlich klein. Ist es neu? Ja, es ist ziemlich neu. Ist es leicht? Ja, es ist ziemlich leicht. And now let's continue with the next set of words and phrases. As usual, Wie immer, hören Sie Deutsch, dann Englisch, dann wieder Deutsch und danach wiederholen Sie bitte. Die Aussprache. pronunciation, Die Aussprache. Wie geht's? how are you, informal, Wie geht's? Es kostet. it costs, Es kostet Euro. euros, Euro. Das macht. that makes. Das macht. Also in this set, some more numbers. You know the basic words already. Remember in Unit 2, Es ist Zimmer Nummer 34. the number 34. Literally 4 and 30. 34. So 30 is just. 30. Listen again and repeat. 30. And remember this from Unit 3? I'll see you in 20 minutes. In 20 Minuten. Sehr gut. So if 20 is, 20. then 23 is. 23. Listen again and repeat. 23. And finally, 3 completely new numbers. Listen and repeat the German the second time you hear it. 11. 11, 11. 12. 12, 12. 13. 13. 13. Und jetzt testen Sie Ihr Wissen mit einer kleinen Übung. Es ist ein ziemlich leichter Test. If you hear an English word or phrase, give the German equivalent, and if you hear a German word or phrase, give the English equivalent. Here's the first one. Euros, Euro. 13. 13. Die Aussprache. Pronunciation. It costs. Es kostet.
30. 30. 11. 11. Das macht. That makes. 23. 23. 12. 12. And finally, Wie geht's? how are you? Any problems there, go back and review that last section. And when you feel confident with that new language, continue with this next part of the conversation, in which you'll also hear what to some people could be a very useful phrase. Hören Sie zu. Wir suchen auch ein Buch mit nützlichen Ausdrücken. Für die Dame? Kein Problem. Hier habe ich ein Buch mit praktischen Ausdrücken für englische oder amerikanische Touristen in Deutschland. Und es ist ziemlich klein. It's good. See? It has a guide for, was heißt die Aussprache auf Englisch? Pronunciation. Ach ja, Guten Tag. Guten Abend. Wie geht's? What's that? wie geht's? How are you? Oh, here's a good one. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Leave me alone. Very useful. How much is this? Wie viel kostet es? Das Buch kostet, glaube ich, 13 Euro. Oh nein, Entschuldigung. Es kostet 12,30 Euro. It's 12,30 €. That's fine. Gut, das nehmen wir. So, das Buch kostet 12,30 Euro und das Wörterbuch 11 Euro. Also, das macht 23,30 Euro. 23,30 €. 23.30. Right. So, Jane has her dictionary and phrasebook with useful phrases such as Lassen Sie mich in Ruhe. leave me alone. Very useful. Well, you never know. Anyway, together, the price of the two books comes to 23,30 €. Also, das macht 23,30 Euro. By the way, the expression Das macht. is one example of the use of the very important verb Machen. Machen. to make. Ich mache. I make, Ich mache. Sie machen. you make, Sie machen. Er macht. he makes, Er macht. Wir machen. we make. Wir machen. In a moment, the concluding dialogue for this unit. But first, that final set of new words and phrases. As usual, listen to the German and repeat it after you hear it the second time. Here goes. Sie kann. She can. Sie kann. Bezahlen. To pay. Bezahlen. Eine Kreditkarte. A credit card. Eine Kreditkarte. Kommt darauf an. It or that depends. Kommt darauf an. Das geht. That's all right. Das geht. Was ist los? What is it? What's the matter? Was ist los?
And now, of course, der kleine Test. yes, listen to the English, give the German equivalent, and then repeat the correct answer. Wir fangen an. A credit card. Eine Kreditkarte. To pay. Bezahlen. What is it? What's the matter? Was ist los? She can. Sie kann. That's all right. Das geht. And finally, it depends or that depends. Kommt darauf an. How did you get on? If you had any problems, go back and review that last section. If not, you're ready to continue with the last new dialogue of this unit. Jane begins by asking if she can pay for her books by credit card. Does he take cards, do you think? Kann die Dame mit einer Kreditkarte bezahlen? Kommt darauf an. Visa, Yes. das geht. Right, I'll just get these and... Oh no! My wallet! Your wallet? Was ist los? Gibt es ein Problem? It's gone. It's got my credit cards and all my cash in it. And my passport too. In a moment, you can hear the scene in the bookshop again. But before that, if there's anything you're not yet completely confident with in this unit, why not take the time now to review the relevant section? Remember, practice makes perfect. Und jetzt in der Buchhandlung Verlang. Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen bitte? Wir suchen ein deutsch-englisches Wörterbuch. Ein deutsch-englisches Wörterbuch? Hier ist das Neueste. Es ist sehr nützlich. Oh, that's a bit big. I think I need something smaller. Es tut mir leid, aber dieses Wörterbuch ist vielleicht nützlich, aber es ist zu groß für uns. Wir suchen etwas Kleineres. Kleiner, mal sehen. Ah ja, hier ist ein kleines Wörterbuch. Es ist auch ziemlich neu. That's much better. Danke, das ist gut. Maybe a phrase book would be useful too. You know, everyday expressions and so on. Das ist eine gute Idee. Wir suchen auch noch ein Buch mit nützlichen Ausdrücken. Für die Dame? Ah, kein Problem. Hier habe ich ein Buch mit praktischen Ausdrücken für englische oder amerikanische Touristen in Deutschland. Und es ist ziemlich klein. It's good. See, it has a guide for, was heißt die Aussprache auf Englisch? Pronunciation? Ach, natürlich. Guten Tag, guten Abend, wie geht's? What's that? Wie geht's? How are you? Oh, here's a good one. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Leave me alone. Very useful. How much is this? Wie viel kostet es? Das Buch kostet, glaube ich, 13 Euro. Oh nein, Entschuldigung. Es kostet 12,30 Euro. It's 12,30 €. That's fine. Gut, das nehmen wir. Also, das Buch kostet 12,30 Euro und das Wörterbuch 11 Euro. Also, das macht 23,30 Euro. 23,30 €. 23.30, right. Does he take cards, do you think? Kann die Dame mit einer Kreditkarte bezahlen? Kommt darauf an.
Visa? Yes. Das geht. Right, I'll just get these. Oh no, my wallet. Your wallet? Was ist los? Gibt es ein Problem? It's gone. It's got my credit cards and all my cash in it. And my passport too. And that's the end of Unit 4. Until the next time, Bis zum nächsten Mal. goodbye. Auf Wiedersehen. Maybe I'd better buy a dictionary. Ein Wörterbuch? Nein, das ist nicht nötig. You are learning very fast. With your help, yes, but what about when you're not around? Was ist das? Around? If you're not with me? Ah, ich verstehe. Ja, das stimmt. Can we get one this morning? Heute Morgen? Ja, das ist möglich. Fräulein, Ja, bitte? wie viel Uhr ist es bitte? Es ist genau 9 Uhr. Gibt es in der Gegend eine Buchhandlung? Eine Buchhandlung. Ich weiß nicht, aber am Empfang gibt es einen Reiseführer mit allen Geschäften des Viertels. Oh, sehr gut. Vielen Dank. Lektion 4. Unit 4. Jane has decided that she needs a dictionary. So Stefan needs to find a bookshop. That shouldn't be too difficult. The hotel reception has a guide to all the shops in the area. Before we join Jane and Stefan in reception, here are the new words and phrases. Hier sind die neuen Wörter und Ausdrücke. Fangen wir an. Bitte hören Sie sich erst die deutschen Wörter an, dann die englischen, danach noch einmal die deutschen und dann wiederholen Sie. Wir fangen an mit der Nummer 45. 45. 45. Weit, Far or a long way. weit. Zu Fuß, On foot. zu Fuß. Sind Sie zu Fuß? Are you on foot? Or are you walking? Sind Sie zu Fuß? And finally, the phrase, Es ist 10 Minuten von hier. it's 10 minutes from here. Hören Sie noch einmal zu und wiederholen Sie. Es ist 10 Minuten von hier. By the way, that's not a fixed phrase. So, if something is only 5 minutes from here, you say, Es ist 5 Minuten von hier. if it's 20 minutes from here, you say, Es ist 20 Minuten von hier. and so on. Und jetzt testen Sie bitte Ihr Wissen. Yes, test yourself. You'll hear an English word or phrase. In the pause, say the German equivalent, and then after you hear the correct word or phrase, Wiederholen Sie es. yes, repeat it. Ready? Are you on foot or are you walking? Sind Sie zu Fuß? Far or a long way? Weit. 45. 45. It's 10 minutes from here. Es ist 10 Minuten von hier. How did you get on there? Any problems? Go back and review that new language again until you're confident with it. And when you're ready, listen to the conversation Hören Sie sich das Gespräch an between Stefan and the man in reception. zwischen Stefan und dem Mann am Empfang. Am Empfang. Guten Morgen. Guten Morgen. Good
Guten Morgen. Gibt es in der Nähe eine Buchhandlung? Eine Buchhandlung? Ja, ich glaube in der Türkenstraße. Einen Moment bitte. Ah ja, hier. Die Buchhandlung Verlang, Türkenstraße. Buchhandlung Verlang. F-E-H-R-L-A-N-G. in der Türkenstraße, ja? Richtig. Nummer 45. 45. Ist das weit? Sind Sie zu Fuß? Ja. Also zu Fuß ist es 10 Minuten von hier. So, the receptionist has found Jane and Stefan a bookshop just 10 minutes' walk away. In a moment, we'll learn the directions for getting there. But first, a few more useful words and phrases. Wie immer, As usual, wie immer hören Sie Deutsch, dann Englisch, dann wieder Deutsch und danach wiederholen Sie bitte. Sehen Sie, look, sehen Sie. Auf, on, auf. Der Stadtplan, the map, der Stadtplan. Und jetzt testen Sie wie immer Ihr Wissen. This time, you'll hear the German first. In the pause, say the English equivalent, then after you hear the German the second time, Wiederholen Sie es. repeat it. Here's the first one. Auf, On, auf. Der Stadtplan, the map, der Stadtplan. Sehen Sie, look. sehen Sie. Any problems? If there were, review that section again. If not, Machen Sie jetzt mit dem Gespräch zwischen Stefan und dem Mann an der Rezeption weiter. Ist das weit? Sind Sie zu Fuß? Ja. Also zu Fuß ist es 10 Minuten von hier. Ah, gut. About 10 minutes from here. Fine, we have time, don't we? Natürlich. Sehen Sie bitte. Wir sind hier auf dem Stadtplan.